Ja moin, in diesem Video geht es darum, wie ihr PowerShell unter Linux installieren könnt. Denn PowerShell ist mittlerweile Open Source und plattformübergreifend verfügbar. Es kann also nicht mehr nur unter Windows ausgeführt werden, sondern auch unter anderen Betriebssystemen. Und bevor wir darüber sprechen, wie man das machen kann, sollten wir vielleicht nochmal kurz uns überlegen, warum eigentlich. Weil ich glaube, manche Leute könnten das ein bisschen komisch finden, jetzt diese Microsoft Shell, dieses Microsoft-Tool auf einem Linux-System zu installieren. Ich finde es aber ehrlich gesagt auch gar nicht so komisch, weil zum Beispiel von Microsoft gibt es auch die Info, dass mehr als 60% der Kundenkerne in Azure, also in der Cloud-Plattform von Microsoft, dass die Linux ausführen. Also Kundenkerne, damit ist gemeint, wenn es virtuelle Computer sind, die können ja virtuelle Prozessorkerne haben und dann wenn man alle Kerne miteinander abrechnet, dann 60% von allen Cores, von allen Kernen, die da genutzt werden, die führen Linux aus. Also ist grundsätzlich Linux und Microsoft jetzt nicht so abwegig. Was für mich aber mehr ein Grund wäre, PowerShell unter Linux zu installieren, ist einmal, ich persönlich, ich komme eher so aus der Windows-Welt, ich bin die PowerShell gewohnt. Und das heißt, wenn ich irgendwelche einfachen Sachen mal unter einem Linux-System per Shell abfragen möchte, mir was scripten möchte und so weiter, dann komme ich mit PowerShell da ganz gut zurecht. Aber was vor allen Dingen für viele andere Leute ein großes Thema sein wird, sind die ganzen Microsoft Cloud Services, also zum Beispiel Microsoft 365 oder Microsoft Azure. Denn wenn ihr solche Umgebungen verwaltet, weil ihr zum Beispiel Admin in irgendeiner Firma seid, dann habt ihr bestimmt auch schon mal gemerkt, dass viele Einstellmöglichkeiten und Schnittstellen vielleicht gar nicht über die grafische Oberfläche verfügbar sind, also nicht auf irgendeinem Cloud-Portal von Microsoft, ein M365 Admin Center oder sonst was, sondern dann müsst ihr da mit einer Kommandozeile, also zum Beispiel dann per PowerShell daran oder vielleicht mit Graph API. Also das ist so eine Schnittstelle, mit der ihr auch oft dann auf Daten in M365 zugreifen könnt und das funktioniert auch ganz gut mit PowerShell. Und dann könnte es natürlich einerseits sein, dass ihr jetzt so als Desktop-PC einen Linux-Rechner verwendet und dann könnt ihr viele Verwaltungstasks dann auch von diesem System ausführen, also müsst da nicht auf ein Windows-System zurückgreifen, auch wenn ihr da eigentlich Microsoft-Systeme, Microsoft Cloud-Services irgendwie verwaltet. Und was dann aber auch noch relevant ist, sind dann Server, beziehungsweise vielleicht dann auch, dass es in irgendwelchen Containern in CI/CD-Pipelines ausgeführt wird. Also wenn ihr da irgendwelche Aktionen mit PowerShell gegen irgendwelche Microsoft-Sachen, gegen die Cloud ausführen wollt, dann kann das ruhig auch in einem Linux-Container laufen per PowerShell, muss nicht in einem Windows-Container laufen. Gut, wenn ihr dann PowerShell unter Linux installieren wollt, dann gibt es dazu auch einen Dokumentationsartikel von Microsoft, wo dann erstmal aufgeführt wird, auf welchen Linux-Distributionen die PowerShell überhaupt unterstützt wird. Zum Zeitpunkt, während ich dieses Video hier aufnehme, sind es einmal Alpine Linux, Debian, Red Hat Enterprise Linux, Ubuntu. Dann gibt es auch noch ein paar Distributionen, die Community-supported sind. Das heißt, da gibt es dann nicht direkten Support von Microsoft, aber wahrscheinlich ist die PowerShell da lauffähig und ihr könnt eventuell dann Support aus der Community bekommen. Das wären dann einmal die Ubuntu Interim Releases, also die nicht eine LTS, keine Long-Term Service Version sind. Arch Linux, also das dann über das AUR verfügbar, Kali Linux, Gentoo, SLES und OpenSUSE. Oh, und Raspberry Pi OS habe ich fast übersehen. Außerdem gibt es noch alternative Installationsmethoden, die zwar verfügbar sind, aber nicht offiziell unterstützt werden. Da gibt es dann nämlich einmal die Snap-Packages, also Snap-Pakete. Ihr könnt euch einfach die Binaries runterziehen und versuchen auszuführen. Vielleicht läuft's. Oder wenn ihr das .NET Global Tool installiert habt, also ist eigentlich eher so ein Softwareentwicklungstool, dann könnt ihr damit auch PowerShell installieren. Also je nachdem, welche Distribution ihr verwendet und vielleicht sogar dann auch welche Installationsmethode ihr verwendet, kann es sein, dass es dann auch gar nicht supported ist. Also dass es keine offizielle Unterstützung von Microsoft dazu gibt. Es ist aber auch möglich, dass ihr trotzdem auch ohne den Support problemlos mit eurem Linux eurer Wahl PowerShell ausführen könnt und es dazu überhaupt gar kein Problem führt. Ich habe es jetzt hier nicht mit Hannah Montana Linux probiert, aber ja, ich glaube, da wird es nicht laufen. Ich zeige jetzt hier im Video dann nicht alle Methoden, die man machen kann, nicht für alle Distributionen, sondern ich zeige es einfach einmal kurz exemplarisch am Beispiel von Ubuntu.
Dafür gibt es dann in dem entsprechenden Dokumentationsartikel einfach ein Bash-Skript, was wir uns einfach einmal ziehen können. Und damit wird dann die PowerShell installiert. Ich lese jetzt hier nicht alle Befehle dazu einzeln vor, aber um kurz einmal durchzugehen, was da passiert. Es werden einmal die Paketlisten aktualisiert, es werden ein paar Voraussetzungen installiert, dann wird die Ubuntu-Version abgerufen bzw. importiert in die Shell-Session, damit die Keys für das richtige Repository heruntergeladen werden können. Dann werden die heruntergeladenen Keys für das Repository registriert, also eingerichtet. Die Datei wird dann gelöscht, brauchen wir nicht mehr. Dann werden nochmal die Paketquellen aktualisiert und dann kann endlich PowerShell installiert werden und am Ende mit PWSH kann die PowerShell dann gestartet werden. Gut, und hier habe ich ein entsprechendes Ubuntu 22 LTS und dann starten wir einmal ein Terminal. Und theoretisch könnte ich jetzt natürlich alle Befehle hier einzeln einfügen in die Shell, aber weil es schon so schön vorbereitet ist als Bash-Skript, kopiere ich mir einmal das ganze Skript und erstelle mir dann eine neue Skriptdatei. Also ein Bash-Skript, füge hier einmal meinen ganzen Text ein mit STRG Shift-V. Dann drücke ich STRG O, um es zu speichern und STRG X, um Nano wieder zu schließen. Dann muss ich ihm einmal noch Ausführen-Rechte zuweisen auf die erstellte Skriptdatei. Und dann können wir das Skript einmal ausführen mit Punkt vorwärts Slash und dann Name des Skripts, bei mir PowerShell.sh. Achso, mein Sudo-Passwort muss ich einmal eingeben und dann werden da jetzt die ganzen Schritte aus dem Skript abgeackert. So, die Installation ist durch, hat so 2 Minuten gedauert, würde ich schätzen. Und wir sind auch direkt in der PowerShell gelandet, denn letzter Befehl unten im Skript war ja PWSH. Damit kann die PowerShell 7 unter Linux gestartet werden. Und deswegen sehen wir jetzt hier im Prompt auch diesen Prefix PS da am Anfang. Ich drücke mal STRG L, um den Bildschirm ein bisschen aufzuräumen. Und dann können wir jetzt PowerShell-Befehle ausführen oder auf PowerShell Standardvariablen zugreifen, wie zum Beispiel die PS Version Table, dass wir sehen, hey, wir sind jetzt hier in PowerShell 7.5.4. Das ist, während ich das Video gerade aufgenommen habe, die aktuellste Version. Oder ich kann auch so Befehle wie getChildItem ausführen. Das ist der Standardbefehl, mit dem unter PowerShell die Elemente am aktuellen Ort aufgerufen werden können. Und ich bin ja gerade in meinem Home-Verzeichnis, das heißt, ich sehe so ein paar Standardordner und das Skript, was ich eben gestartet hatte. Achso, und wenn ihr jetzt ein neues Terminal startet, dann startet das natürlich trotzdem weiterhin in der Bash, was auch über die Umgebungsvariable Shell überprüft werden kann. Und wenn ihr dann die PowerShell verwenden wollt, dann könnt ihr einfach PWSH eingeben und ausführen und dann landet ihr in der PowerShell. Theoretisch ist es auch möglich, die Standard-Shell zu wechseln, sodass euer Terminal also immer mit PowerShell starten würde. Ich glaube, das wollen aber die wenigsten machen, denn das kann an der einen oder anderen Stelle vielleicht zu unerwartetem Verhalten führen. Dann noch ein kleiner Tipp, wenn ihr Skripte entwickeln wollt, die speziell zum Beispiel auf Linux abzielen oder auf Windows oder auf macOS, aber dann unter einem anderen Betriebssystem nicht funktionieren oder sich da anders verhalten sollen, dann könnt ihr da auch so ein paar Standardvariablen verwenden. Nämlich gibt es da einmal ist Linux, das ist jetzt hier True auf meinem System. Auf anderen Betriebssystemen wäre das dann natürlich False. Aber es gibt zum Beispiel dann auch noch ist Windows und ist macOS. Das heißt, da könnt ihr dann eine einfache Abfrage machen, if oder ein Switch-Statement und dann dementsprechend unterschiedlich verfahren. Gut, das war aber auch schon das Wichtigste, was ich euch zur Installation von PowerShell unter Linux zeigen und erzählen wollte. Ich hoffe, ihr fandet es interessant oder nützlich. Falls ja, lasst auf jeden Fall ein Like da. Und dieses Video hier ist Teil vom kostenlosen PowerShell-Kurs hier auf YouTube. In der nächsten Folge geht es dann um die Installation von PowerShell unter macOS. Das Video verlinke ich einmal hier und die Playlist zum gesamten kostenlosen PowerShell-Kurs verlinke ich hier drüben. Danke fürs Reinschauen, haut rein!